die sind noch gut warm. Wie gesagt, man kann das Rezept auch mit dem weißen Zucker machen, dann werden die Cookies natürlich viel heller. Ich habe mal vor ein paar Monaten einen Shot dazu gemacht, wie die mit dem weißen Zucker aussehen. Und das ist jetzt mit dem braunen Zucker. Der Geschmack wird viel intensiver, kriegen eine nussige und karamellige Note. So sieht das Ganze aus. So, für die Cookies mit Rosinen brauchen wir 50 Gramm. Für den Teig brauchen wir ein Ei, eine Prise Salz und 10 Gramm Backsoda. Das ist russische Backsoda oder 10 Gramm Natron. 30 Milliliter Pflanzenöl, 50 Gramm eingeweichte Rosinen, ein Becher Schmand, das sind 200 Gramm, 250 Gramm brauner Zucker und ca. 500 Gramm plus minus 50 Gramm Weizenmehl, Typ 405 oder 550. Rosinen mit heißem Wasser übergießen. Und ein paar Minuten ziehen lassen. Anschließend das heiße Wasser abgießen und die Rosinen bleiben schön weich. So, nach 2 Minuten Einwirkzeit das Wasser von den Rosinen abgießen. So, jetzt 250 Gramm brauner Zucker. Ein mittleres Ei. ,30 Milliliter Pflanzenöl, 10 Gramm Backsoda und eine gute Prise Salz. Mit einem Schneebesen gut vermischen. ,200 Gramm Schmand. Bevor das Mehl reinkommt, füge ich die Rosinen hinzu. Kurz verteilen. Jetzt füge ich nach und nach das Mehl zu. Wie gesagt, die Mehlmenge kann natürlich variieren, aber man braucht so viel Mehl, bis der Teig beim Kneten nachher nicht mehr klebt. Die richtige Konsistenz vom Teig sehen wir nachher. Zuerst verteile ich das Mehl mit einem Kunststofflüftel und zum Schluss knete ich den Teig von Hand. Okay, noch ein bisschen mehr.
So, der Teig ist schön zart und weich, aber klebt nicht mehr. Perfekt. So, jetzt lasse ich den Teig 5 Minuten zugedeckt ruhen. Bis der Teig ruht, heize ich den Backofen auf 180 Grad Umluft vor. Wie gesagt, den Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. 2 Backbleche mit Backpapier auslegen. Zum Teig ausrollen brauchen wir einen Teigroller, Weizenmehl für den Teig und für die Zubereitung habe ich es waren genau 460 Gramm Weizenmehl, Typ 405. Wie gesagt, die Mehlmenge kann variieren, plus minus 50 Gramm. Das ist die Konsistenz. So, die Arbeitsplatte mit etwas Mehl. Den Teig oben und unten bemehlen. Den Teig rolle ich jetzt ca. 1 cm hoch aus. Ein ganz normales Trinkglas, Durchmesser ca. 6 cm. Jetzt steche ich die Cookies aus. Man kann den Teig genauso mit weißem Zucker machen. Da wird die Mehlmenge natürlich stark abweichen. Ich denke mal, da wird man dann mehr Mehl brauchen. Und die Cookies werden natürlich viel heller. Damit die Cookies nicht am Glas kleben, mit etwas Mehl tunken. Jetzt die Cookies mit reichlich Platz. Zwei volle Bleche, jeweils 9 Cookies. Der eine ist der Restteig. Cookies ausstechen, den Rest vom Teig zu einer Kugel formen, genauso 1 cm hoch ausrollen und damit das zweite Backblech belegen. In der Zwischenzeit ist der Backofen auf 180 Grad vorgeheizt. Das ist das zweite Backblech. Also insgesamt sind es 18 Cookies. So, vor dem Backen bestreiche ich die Cookies mit Ei. Dafür brauche ich ein Ei. Das tue ich kurz verquirlen. Mit dem verquirlten Ei bestreiche ich die Oberfläche von den Cookies. Das hat nur diesen Grund, damit der braune Zucker
auf der Oberfläche nachher haften bleibt und natürlich beim Backen eine schöne Röstfarbe bekommt. Also ein mittelgroßes Ei reicht locker für 18 Cookies zum Bestreichen. So, man nehme braunen Rohrzucker und schön großzügig die Oberfläche damit bestreuen. Das hat diesen Grund, nachher wird die Oberfläche beim Essen schön crunchy sein. So. Jetzt bei 180 Grad Umluft. So, 20 Minuten sind um. So, ich mache den Backofenhandschuh. So sieht das Ganze aus. So, die sind noch gut warm. Wie gesagt, man kann das Rezept auch mit dem weißen Zucker machen, dann werden die Cookies natürlich viel heller. Ich habe mal vor ein paar Monaten einen Shot dazu gemacht, wie die mit dem weißen Zucker aussehen. Und das ist jetzt mit dem braunen Zucker. Der Geschmack wird viel intensiver, kriegen eine nussige und karamellige Note. So sieht das Ganze aus. Sehr lecker. Viel Spaß beim Nachbacken und lasst es euch schmecken.